Stellt euch vor, ihr fahrt mit 1,09 Promille und überholt über eine durchgezogene Linie. Die Polizei zieht euch aus dem Verkehr, die Staatsanwaltschaft erhebt eine Anklage wegen Trunkenheit am Steuer, ihr kommt vor Gericht. Eine empfindliche Geldstrafe steht bevor und der Führerschein ist in Gefahr. Doch es kommt anders als gedacht. Das Amtsgericht Hamburg musste über einen solchen Fall entscheiden. Heute vermitteln wir euch das Basiswissen zur Trunkenheit im Verkehr und sprechen über den Beschluss des Amtsgerichts Hamburg. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehren und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. In der heutigen Episode geht es um das Thema Alkohol am Steuer. So behältst du deinen Führerschein. Und Igor, dazu hast du uns eine Entscheidung mitgebracht, die unsere Zuhörer und Mandanten wahrscheinlich sehr interessieren wird. Ja, absolut. Das Amtsgericht Hamburg hat am 6. Februar 2025 eine kontroverse, gleichwohl richtige Entscheidung getroffen in Form eines Beschlusses, die wahrscheinlich vielen Autofahrern die Augen öffnen wird. Vorab ein Disclaimer: Wir empfehlen allein aus Erfahrungen, die wir hier mit der Mandatsbearbeitung in unserer Kanzlei gemacht haben, sich immer nüchtern an Steuer zu setzen. Das wäre uns ein Anliegen. Ja, bevor wir in die Details einsteigen, Igor, lass uns erst einmal die Grundlagen klären. Vielleicht kannst du unseren Hörern kurz erläutern, was eigentlich unter Trunkenheit im Straßenverkehr nach § 316 Strafgesetzbuch zu verstehen ist. Gerne, überhaupt kein Problem. Paragraph 316 StGB ist der Paragraph, der Trunkenheit im Verkehr unter Strafe stellt. Das ist natürlich logisch. Ja, dabei ist die Formulierung missverständlich. Von der Vorschrift ist nicht nur die Alkoholisierung am Steuer umfasst, sondern auch die Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel zum Beispiel. Dabei wird noch weiter zwischen Cannabis und vergleichbaren Substanzen, also harten oder illegalen Drogen, unterschieden. Drogen sind allerdings nicht unser heutiges Thema, aber wer dazu eine Folge in unserem Podcast hören oder sehen möchte, kann uns gerne in die Kommentare schreiben. Zurück zum Alkohol am Steuer. Also, unterschieden wird zwischen relativer und absoluter Fahruntüchtigkeit. Okay, damit gibt es also zwei verschiedene Arten der Fahruntüchtigkeit. Kannst du das bitte für unsere Zuhörer noch einmal etwas differenzieren? Sicher. Einmal die absolute Fahruntüchtigkeit, das ist aber wahrscheinlich Basiswissen für jeden, ist der einfache Fall, und zwar ab 1,1 Promille sagt der Gesetzgeber: Stopp, du bist nicht mehr fahrtüchtig, egal wie gut du noch fahren kannst. Es wird unwiderlegbar vermutet, dass du nicht mehr in der Lage warst, das Fahrzeug sicher zu führen. Also könnte man sich nicht mit der Behauptung verteidigen, man war aber noch bei klarem Verstand und nicht fahruntüchtig. Ja, wow, so etwas darf den Ermittlungsbehörden natürlich niemals zu Ohren kommen. Bei einem Promillewert von 1,1 Promille oder mehr ist jeder fahruntüchtig. Das sagt der Gesetzgeber, Punkt. Ja, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn man allerdings gegenüber der Polizei noch am Tatort zum Beispiel behauptet, man war völlig klar und konnte ganz normal fahren, bekommt man noch ganz andere Probleme. Diese Einlassung wird nämlich auch die zuständige Führerscheinbehörde früher oder später zu Gesicht bekommen. Die naheliegende Schlussfolgerung daraus wäre natürlich, dass der Täter möglicherweise Alkohol derart gewöhnt ist, dass er mit hohen Promillewerten sich klar fühlt und ganz normal fahren kann. Ein ganz klarer Indikator für Alkoholismus. Mit einem solchen Vermerk in der Akte, seinen Führerschein wiederzubekommen, wird mit enormen Hürden verbunden sein. Ja. Okay, verstehe ich. Und was hat mit der relativen Fahruntüchtigkeit auf sich? Ja, da wird das Delikt oder der Paragraph vergleichsweise kompliziert. Die relative Fahruntüchtigkeit kann angenommen werden zwischen 0,3 und 1,09 Promille. Hier reicht aber der Alkoholwert selbst nicht mehr alleine aus. Das Gericht muss dann feststellen, dass alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzugetreten sind. Okay, und was sind das für Ausfallerscheinungen dann? Was meinst du damit? Gib mal Beispiele. Ja, klassische Beispiele sind alkoholbedingte Fahrauffälligkeiten, kurz gesagt. Zum Beispiel Schlangenlinien fahren, in der Kurve geradeaus fahren, andere Verkehrsteilnehmer besonders gefährden. Oder auch das Verhalten bei der Kontrolle selbst, also Lallen, Schwanken, Ausfallerscheinungen bei den Tests oder ein ungerader Gang, solche Geschichten. Okay, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet, ich kann theoretisch mit 0,8 Promillen fahruntüchtig sein, aber mit 1,05 Promillen dann wieder nicht. Theoretisch ist das richtig. Also wenn du zum Beispiel mit 0,8 Promille Schlangenlinien fährst und 3 Autos rammst, bist du fahruntüchtig. Ja, lässt sich dann gut so begründen. Wenn du mit 1,05 Promille perfekt fährst und bei der Kontrolle alle Tests bestehst, könnte das Gericht sagen, ja, relative Fahruntüchtigkeit ist hier nicht bewiesen, hast dich nicht strafbar gemacht nach 316 StGB. Ja, irgendwie dann doch wieder logisch, weil jeder Mensch anders auf Alkohol reagiert. Ja, exakt. Bei einem ist es nach einem Bier schon schwierig, überhaupt sich auf den Beinen zu halten. Der andere trinkt 3 und merkt kaum was. Deshalb gibt es auch diese Unterscheidung. Okay, Igor, jetzt Hand aufs Herz. Empfiehlst du unseren Hörern, mit 1,05 Promille Auto zu fahren? Ja, ich bitte dich, natürlich nicht. Es wäre eher ein Glücksspiel, aber der Einsatz wäre bei diesem Glücksspiel natürlich dann dein Führerschein. Ja. Nur weil es theoretisch möglich ist, heißt das nicht, dass es klug ist. Die Gerichte sind bei solchen Werten extrem kritisch, zumal man unter Alkoholeinfluss seine Fahruntüchtigkeit selbst auch falsch einschätzen kann und sich selbst und auch andere Menschen natürlich dadurch gefährden kann. Ja, klar. Jetzt wird spannend, denn unser heutiger Beschluss zeigt genau diesen Grenzbereich. 1,09 Promille, also knapp unter der absoluten Grenze. Was ist da passiert?
Ja, Michael, stell dir mal vor, am 4. Januar 25 um 22 Uhr in Hamburg fährt ein Mann mit seinem Auto. Ja, 2 Polizisten im Streifenwagen beobachten ihn. Und was fällt Ihnen auf? Ja, zunächst beschleunigt er stark. Ja. Das Gericht schreibt dazu, ich zitiere, fiel der Beschuldigte den im Funkstreifenwagen befindlichen Polizeibeamten auf, da er sein Fahrzeug augenscheinlich sehr stark beschleunigte. Ja, starkes Beschleunigung, das klingt erstmal mehr oder minder verdächtig. Ja, aber hier wird's ja dann auch interessant. Ja, das Gericht stellt dann fest, welche Geschwindigkeiten er hierbei erreichte und ob ein Anlass für die Beschleunigung erkennbar war, lässt sich der Sachverhaltsschilderung nicht entnehmen. Die Polizei hat also nicht einmal gemessen, wie schnell er war. Okay, konnten die wahrscheinlich in diesem Augenblick auch nicht. Aber es war auch nicht klar, weshalb er überhaupt stark beschleunigte. Okay, das ist ja schon mal nicht so ganz gut ermittelt. Ja, was passierte dann? Ja, dann kommt der eigentliche Knaller. Er überholt ein anderes Auto und überfährt dabei eine durchgezogene Linie. Das ist zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Okay, aber eine durchgezogene Linie überfahren, das hat doch jeder schon mal gemacht, oder? Ja, das ist ein richtig guter Einwand. Das ist auch da, wo das Gericht angesetzt hat. Tatsächlich argumentiert das Gericht exakt genauso. Hör dir das mal an. Das Überfahren einer durchgezogenen Linie stellt sich zwar als ordnungswidrig dar, ist jedoch im Straßenverkehr keine Seltenheit, insbesondere im Rahmen von Überholvorgängen. Naja, also sag ich ja, das Gericht sagt also, macht jeder mal. Genau, nicht nur das, es wird sogar noch besser. Das Gericht schaut sich die Straße genauer an und stellt fest, die Mittellinie wird dort streckenweise immer wieder unterbrochen, sodass ein unaufmerksamer Fahrer diesen permanenten Wechsel gegebenenfalls gar nicht ständig im Blick hat. Okay, ich verstehe das also richtig. Das Gericht entschuldigt quasi die Unaufmerksamkeit. Ja, halbwegs. Und da kommt auch noch der Hammer dazu. Das Gericht kann nicht die Überzeugung gewinnen, dass ein nüchterner Fahrer sich in der Situation in jedem Fall anders verhalten hätte. Also kurz gesagt, das Gericht sagt, naja, ist unklar, ob es ihm auch so passiert wäre, wenn er nicht alkoholisiert gewesen wäre. Ja, verstehe ich sogar, denn hätte ein Nüchterner wirklich anders gehandelt? Das ist hier die Gretchenfrage, sehe ich auch so. Ja, absolut. Und dann wird der Mann kontrolliert von der Polizei, Blutentnahme findet statt, Ergebnis 1,09 Promille, also knapp unter der absoluten Grenze. Und wie hat er sich bei der Kontrolle verhalten? Genau, darauf kommt es auch an, das ist das Interessante. Die meisten Tests waren tatsächlich unauffällig. Ich zitiere auch nochmal das Gericht. Mit Ausnahme der Finger-Finger-Probe sind sämtliche durchgeführten Tests unauffällig gewesen, ebenso wie das Verhalten des Beschuldigten als solch. Finger-Finger-Probe. Das ist der Test, wo man mit dem Finger die Nasenspitze treffen muss? Nein, das ist der Finger-Nase-Test, ja. Ach. Und den hat er bestanden. Die Finger-Finger-Probe ist, wenn man die Fingerspitzen zusammenführen muss. Aber selbst das war nur als unsicher dokumentiert, also nicht komplett daneben. Apropos Finger. Wenn unsere Arbeit euch gefällt und diese Folge, gebt uns gern einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Ja, aber der Daumen ist kein Finger, aber egal. Ja, ist mir klar. Daumen hoch passt schon, ja. Was hat das Gericht denn jetzt dann zu den Tests gesagt? Ja, wörtlich, der Einbandstand war sicher, der Finger-Nase-Test war sicher, Einschränkungen zur Orientierung wurden keine festgestellt, die Konzentration, / Aufmerksamkeit als unbeeinträchtigt eingeschätzt und das alles bei 1,09 Promille. Ja, das ist in der Tat schon bemerkenswert. Aber Igor, und jetzt komme ich Schlauschwätzer, was ist denn mit dem Nystagmus-Test? Das ist doch der Augentest. Ja, richtig. Da werden unkontrollierbare Augenbewegungen untersucht. Da wurde festgestellt, dass ein Nystagmus vorhanden war, aber kein ruckhaftes Folgen der Augen erfolgte. Das ist eigentlich ein typisches Alkoholanzeichen, aber offenbar nicht stark genug ausgeprägt. Und die Staatsanwaltschaft wollte trotzdem den Führerschein wegnehmen. Ja, exakt. Die Staatsanwaltschaft beantragte dann, nachdem die Akte genauestens untersucht wurde von der Staatsanwaltschaft, hoffe ich zumindest, beantragte dann die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111a StPO. Aber das Amtsgericht lehnte da ab. Ja, das ist unser Beschluss, über den wir heute sprechen. Genau, das Gericht sagt klar, 1,09 Promille ist tatsächlich sehr viel. Deshalb sind an den Nachweis der zusätzlichen Beweisanzeichen aufgrund der ganz erheblichen Alkoholintoxikation des Beschuldigten nur sehr geringe Anforderungen zu stellen. Ist ein komplexer Satz, aber diese geringen Anforderungen waren im Ergebnis auch nicht erfüllt. Okay, das heißt, das Gericht hat gesagt, bei so viel Alkohol müssten eigentlich schon wenige Nachweise reichen, aber selbst geringe Alkoholbeeinflussung war nicht feststellbar. Genau, und dann kommt noch dieser schöne Satz, Voraussetzung für den Schluss aus festgestellten Fehlverhaltensweisen auf eine alkoholbedingte Fahrunsicherheit ist die sichere Feststellung, dass das Verhalten durch den Alkoholkonsum zumindest mit verursacht ist. Und das konnte nicht bewiesen werden. Ja, das ist schon eine sehr fahrerfreundliche Entscheidung. Aber mal ehrlich, ist das realistisch? 1,09 Promille und keine Beeinträchtigung? Na, das frage ich mich auch. Erlebe ich aber tatsächlich ab und zu mal in unseren Fällen. Entweder der Mann hat eine antrainierte Alkoholtoleranz, so will ich es jetzt mal sagen, oder er hatte einfach einen sehr guten Tag. Aber rechtlich ist die Argumentation des Gerichts völlig korrekt. Wobei wir fairerweise sagen müssen, da ging es jetzt nur um die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Das Hauptverfahren kommt noch.
Ja, genau, das ist richtig. Das Gericht hat nur gesagt, für die vorläufige Entziehung reicht es nicht. Im Hauptverfahren könnte es natürlich anders ausgehen, wenn da nochmal richtig Beweis erhoben wird über den Zustand oder sein Verhalten am Tatort sozusagen, aber trotzdem ein starkes Signal des Gerichts. Und was bedeutet diese Entscheidung für unsere Mandanten? Können die jetzt alle mit einem Promille fahren? Nein, bitte auf gar keinen Fall. Diese Entscheidung ist ein Einzelfall mit sehr spezifischen Umständen. Erstens, der Mann hatte Glück, dass er knapp unter 1,1 Promille war. Hätte auch anders sein können. Ja. Zweitens, die Fahrauffälligkeiten waren minimal und nicht eindeutig alkoholbedingt. Ja, das kann bei jedem anderen anders sein. Ja, oder die Polizei schätzt es anders ein oder untersucht nochmal viel genauer. Ja, das kann man nicht beeinflussen, deswegen hier Glück im Unglück gewesen. Drittens, bei den Tests war er erstaunlich fit. Ja, das ist eigentlich die Ausnahme, nicht die Regel. Viele dieser Tests können nicht mal nüchtern und vernünftig absolvieren. Von daher auch da Glück gehabt. Wir haben hier auch schon Urteile von anderen Gerichten gehabt, in denen ebenfalls keine Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, aber der Mandant zum Beispiel beim Rückwärtsfahren ein anderes Fahrzeug angestoßen hat. Aus meiner Sicht kann das auch jedem nicht alkoholisierten Fahrer passieren, aber das Gericht ließ sich in diesem Fall davon überhaupt nicht überzeugen. Es kann also auch in einer ähnlichen Konstellation einfach nach hinten losgehen. Okay, also kein Freibrief zum Trinken und Fahren. Auf gar keinen Fall. Also mein Tipp, überhaupt keinen Alkohol konsumieren, wenn man noch Fahrzeuge führen muss. Ach, und wenn man doch erwischt wird? Ja, dann sofort uns anrufen, ist ja klar. Das haben wir ja in jeder Folge bisher empfohlen. Jeder Fall ist aber anders. Manchmal lohnt es sich einfach zu kämpfen. Ja, wer wissen möchte, wie man sich verhalten sollte bei einer Polizeikontrolle, schaut gerne unsere letzte Folge noch dazu an. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal gut vorbereiten. Ja, Igor, das war wieder eine spannende Folge und unser Fazit für heute, auch bei über einem Promille ist nicht automatisch alles verloren, aber verlass dich bloß nicht drauf. Genau, und denkt dran, wir sind keine Fans vom Trinken und Fahren, aber wenn es passiert, unterstützen wir euch natürlich gerne. So ist es. Liebe Zuschauer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal bei YouTube und wenn ihr selbst Probleme im Verkehrsrecht habt, ihr wisst, wo ihr uns findet.